Moin Leute, ja, heute geht es wieder um Komplimente-Parfums des vergangenen Monats, also des Monats Dezember. Das heißt, ich stelle euch wieder die Düfte vor, auf die ich angesprochen wurde. Und wir starten direkt mit dem ersten Kandidaten mit Ombre Nomade von Louis Vuitton. Dieser Duft ist ja wirklich sehr beliebt in der Community, spaltet aber trotzdem so die Meinungen. Das heißt, wir haben hier ganz viele, die mögen einfach diese DNA, die kommen damit klar. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele, die mögen diese DNA einfach gar nicht. Ja, Oud ist halt nicht gleich Oud und Oud ist vor allem nicht jedermanns Sache. Die DNA wird hier von 3 Duftnoten dominiert. Wir haben nämlich einmal Oud, Weihrauch und Himbeere. Das heißt, wir haben hier durch Oud auch eine gewisse Animalik. Für einige riecht es ja nach Kuhstall, für mich persönlich absolut gar nicht, aber das ist das, was ich eben meinte. Oud ist halt nicht etwas für jedermann. Dann haben wir eine tolle Rauchigkeit durch Weihrauch. Für mich ist es auch kein kirchlicher Weihrauch, sondern die DNA ist einfach richtig schön rauchig unterlegt. Und dann haben wir eine tolle Himbeere, die auch für eine gewisse Fruchtsüße sorgt. Für mich ist das auf jeden Fall eine ganz wundervolle Duftkomposition, aber letztlich ist es halt wie immer nämlich Geschmackssache. Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz etwas zu der Haltbarkeit. Es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, dass die neueren Batches nicht mehr so gut halten. Das hier ist ein etwas neuerer Batch, der auf meiner Haut wirklich überdurchschnittlich gut performt. Es ist halt nur meine Meinung, mein Empfinden und letztlich muss ja sowieso auch jeder für sich selbst entscheiden, ob einem eben die Performance ausreicht und ob man sich den Duft kaufen möchte oder eben nicht. Ja, dann machen wir jetzt am besten mal mit Gin Mandarin Musk, auch 004 genannt, weiter, nämlich von der Marke Bon Parfumeur. Ich hatte ein Video gemacht mit dem Thema, diese Sommerdüfte trage ich gerne im Winter. Da kam dieser Duft auch vor. Das Video blende ich euch hier oben rechts ein, also schaut da gerne mal vorbei. Und auch da sagte ich schon, dass das für mich tatsächlich ein Mix aus Gentle Fluidity Silver von Francis Kurkdjian und Afternoon Swim von Louis Vuitton ist. Der Start ist wirklich sehr frisch und auch zitrisch und da nehme ich auch eine richtig tolle Mandarine wahr, die mich wirklich stark an Afternoon Swim erinnert. Im weiteren Duftverlauf bekommen wir ganz viel von der Wacholderbeere. Der Duft hat also wirklich starke Gin Tonic Vibes, hat auch so einen kühlenden Charakter. Dann haben wir noch ein bisschen Ingwer, was auch noch so eine gewisse Schärfe mitbringt. Und der Duft riecht für mich wirklich wie so ein frischer Gin Tonic mit einer tollen Mandarinennote. Und für mich riecht das tatsächlich wie ein Mix der vorher genannten Düfte. Den Duft gibt es übrigens in 15, 30 und auch 100 ml. Ja, und der Duft ist auch wirklich preislich erschwinglich. Ich glaube, das geht bei 25 Euro los und die 100 ml kosten ca. 80 Euro. Und dafür bekommt ihr einen, ja, wirklich tollen Gin Tonic Duft. Und dann machen wir mit Noir Extreme in der Parfum-Variante weiter. Natürlich von Tom Ford. Für mich ist das die etwas maskulinere Version von dem Eau de Parfum. Also für mich nicht ganz so süß, dafür etwas würziger, ja und eben maskuliner. Für mich gibt es ja einige Main-Player, vor allem in der Kopfnote die tolle Kardamomnote. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft richtig schön ambriert, ja leicht harzig. Und in der Basis haben wir eine richtig tolle weiche Sandelholznote und der Duft wird dann auch nochmal etwas süßer durch die Tonkabohne. Es ist ein Duft, der wirklich sehr gut im Umfeld ankommt. Es ist halt eine würzige, holzige Variante des Eau de Parfums. Abschließend kommen wir dann auch noch mal ganz kurz zu der Haltbarkeit. Ich komme hier immer auf ca. 9 Stunden. Mir persönlich reicht das aus. Manchmal hält der Duft sogar noch etwas länger. Die Sillage ist meiner Meinung nach nicht mehr ganz so intensiv wie bei dem Eau de Parfum. Das liegt aber auch meiner Meinung nach daran, dass der Duft eben nicht mehr ganz so süß und auch nicht mehr so eine ganz so auffallende DNA hat. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Performance, die mir persönlich auch absolut ausreicht. Und abschließend kommen wir dann jetzt zu meinem aktuellen Lieblingsduft, nämlich zu Nefs von Nishane. In Nefs passiert wirklich sehr viel und vor allem haben wir eine Duftentwicklung, die sich über viele Stunden zieht. Der Start ist fruchtig und auch süß. Hier haben wir Honig und Feige. Wir haben aber auch da schon so eine leichte Würze und leicht ledrige Note durch Safran. Im weiteren Duftverlauf kommt auch eine tolle Rose heraus. Also wir haben auch so einen blumigen Part.
Und im Dry Dawn kriegen wir noch etwas Oud, Vanille, Zimt und auch eine alkoholische Note durch Whisky. Also wie gesagt, das ist ein Duft, der sich über viele Stunden zieht. Wir haben eine so tolle und interessante Duftentwicklung. Und für mich persönlich ist Nefs auch ein absolutes Meisterwerk. Aber das ist eben auch nur meine Meinung. Aber ich finde, dass der Duft in jedem Moment einfach ganz wundervoll ist. Egal ob Kopf, Herz oder Basis, von Anfang an bis zum Ende ist das für mich wirklich ein Meisterwerk. Die Haltbarkeit ist wahrscheinlich so mit das Stärkste, was ich je gerochen habe. Rein theoretisch würde man den Duft nämlich auch noch am nächsten Tag auf der Haut wahrnehmen. Und die Sillage ist raumfüllend, also mit nur 2, 3 Sprühern hat man auch eine entsprechende Aura um sich herum. So, und dann bin ich jetzt auch durch für heute und du kannst ja gerne mal kommentieren, auf welche Düfte du so in letzter Zeit angesprochen wurdest. Also mich interessiert das ja auch immer, also schreib ruhig mal etwas in die Kommentare. Dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.